Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video mit dem Thema Hammerzeh-Tapen. Ich zeige euch heute, wie ihr ein Hammerzeh tapen könnt und was ihr genau dafür benötigt. An diesem Modell zeige ich euch jetzt, wie ein Hammerzeh aussieht. Bei einem Hammerzeh ist es so, dass das Mittelglied in der Regel nach unten gebeugt ist. Diese Beugung kann allerdings nicht nur im Mittelglied vorkommen, sondern sie kann auch im Endglied erst passieren. Auf jeden Fall ist es so, dass der Zeh eine Beugung nach unten macht und daher eine Form wie ein Hammer annimmt. Das Tape solltet ihr so zuschneiden, dass ihr nachher 4 Streifen habt, die ca. 13 cm lang sind und einen Streifen, der so lang ist, dass er den Mittelfuß umschließt. Wir nehmen jetzt einen schmalen Streifen, schneiden ihn auf der Rückseite ein und kleben ihn dann, so wie man jetzt hier im Video sieht, von oben auf den Zeh drauf. So sieht der Fuß jetzt von der Rückseite aus. Wir nehmen jetzt den kleinen Zeh in die Hand, strecken ihn etwas und bringen das Tape mit Zug an. Der Zug ist nur im vorderen Bereich, bis das Tape das erste Mal auf der Haut klebt. Und den restlichen Teil bringen wir ohne Zug an. Hier sieht man das Ganze nochmal. Zeh strecken, mit Zug anbringen und das restliche Teil wieder ohne Zug an die Haut aufkleben. Dasselbe machen wir jetzt auch mit dem zweiten Streifen. Den bringen wir genauso wie den ersten auf dem Fuß an. Wichtig ist, so wie man hier im Video auch sieht, dass die Ecken vom Tape abgerundet werden. Also man sollte es nicht eckig lassen, denn abgerundete Ecken lösen sich nicht so schnell von der Haut ab wie eckige. So sieht das Tape jetzt aus, wenn wir den Fußrücken betrachten. Und jetzt kommen auch die beiden anderen Streifen zum Einsatz. Der erste Streifen wird jetzt erstmal von unten an dem Zeh angeklebt. Jetzt bringen wir den Zeh wieder ein bisschen in eine gerade Stellung und ziehen das Tape und mit Zug wird das Tape auf der Haut aufgeklebt, also so der erste Bereich, das erste Drittel und der restliche Teil wird dann wieder ohne Zug einfach auf der Haut angelegt. Anschließend bringen wir den zweiten Streifen an, der wieder genauso wie der erste Streifen am Fuß angebracht wird. Am Schluss sollten jetzt insgesamt 4 Streifen am Zeh angebracht sein, 2 Streifen am Grundglied und 2 Streifen am Mittelglied, die jeweils durch entsprechenden Zug den Zeh in die richtige Position bringen. Ganz zum Abschluss nehmen wir jetzt den breiten Streifen, den wir einmal am Mittelfuß entlang ankleben. Hier muss man nicht auf irgendeinen Zug achten, den kann man ganz locker an der Haut ankleben. Dieser Streifen ist dafür gedacht, dass sich die Enden von den schmaleren Streifen nicht so leicht von der Haut ablösen. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie man sieht, wird der Zug durch die kleinen Streifen ausgelöst, die den Zeh in die richtige Position bringen. Ein entsprechendes Tape und wo ihr das Tape kaufen könnt, das Ganze verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Klickt euch doch unten einfach mal rein.